Ja, wir machen einfach mal den Feldversuch auf EU18, Leute. Wenn ihr also mindestens 10 verschiedene Leute hier findet, die mir auf dem Server eine Nachricht schreiben, um die im nächsten Video vorzutragen, ja, auf Deutsch oder auf Englisch, dann zeige ich euch einfach mal eiskalt meinen Fuß in die Kamera, wenn das nicht eine super Idee ist. Alrighty sind, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir, eurem Basti auf Server 18. Es sind jetzt zuletzt ein paar kleinere, ja, Fehler im Game passiert. Ja, um nicht ganz genau zu sagen, war jetzt auch Montag noch Event und trotzdem konnte man das Weekly Event halt schon abholen. Ja, leider wird es jetzt nicht resettet, aber man konnte zumindest die extra Alu mit Gold Event spielen. Für, ja, die es gemacht haben, profitierten davon. Die es jetzt nicht gemacht haben, ja, die finden es natürlich nicht ganz so gut. Dann gibt es ja auch immer noch den Begleiter-Bug, der, sage ich mal, laut den meisten Content Creatoren relativ hart gefixt werden soll. Ein paar kleinere Sachen. Die legendäre Dungeon Weapon Kompensation ist oder hat stattgefunden und immerhin ja, gibt es jetzt auch die Closed Beta zur Erweiterung der arkanen Toilette, was schon mal ein Thema war definitiv. Da kann man eben jetzt über eine Beta spielen. 2500 Registrations sind da, also ab morgen ist das möglich, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Also an vielen Fronten passieren so ein bisschen Bewegung. Wie gesagt, diese kleineren Fehler, auch mal Server-Issues, die haben sich jetzt wieder ein bisschen gehäuft. Das wäre natürlich wichtig, dass das behoben wird. Und es ist immer noch extrem wichtig, dass dieser legendäre Dungeon-Bug jetzt im nächsten legendären Dungeon nicht stattfinden wird. Also der ist ja nun auch schon angekündigt worden. In ja, gut 10 Tagen geht es da los. Der Osterdungeon kommt eben dann entsprechend vor Ostern. Und ja, das muss auf jeden Fall da gefixt sein. Und ich habe mir halt überlegt, ja gut, wir können natürlich einfach mal zwischendurch jetzt sagen, wir machen mal wieder was Klassisches. Ja, mein Postfach ist geöffnet auf EU18, da könnt ihr mir Nachrichten schreiben. Dann kann ich die beim nächsten Mal, ich werde es auch nochmal hier schön deleten, das Ganze, vortragen auf Deutsch oder auf Englisch. Wenn es halt vortragbare Nachrichten sind, mache ich das. Wenn ich feststelle, die ist nicht vortragbar, muss ich die halt cutten. Aber ich schaue mir die halt erst an, highlife im Video. Und dann kann ich mir vorstellen, ne, wenn da genügend Leute mitmachen, dann zeige ich ja einfach mal eiskalt meinen Fuß in die Kamera. Also das habe ich ja schon eingangs erwähnt. Was ich auf jeden Fall auch zeigen will, ist hier mal eine Pet Defense. Ja, also das hat hier mal funktioniert. In dem Falle mit Okodil gegen Duellklops 73 und auch noch Tings 67 gegen Okodil. Ja, hat sich das dann mal durchgesetzt. Das war mal positiv. Da habe ich auch 160 Ehre noch gewonnen. Ansonsten sah es jetzt echt nicht so gut aus in den Pets. Bin bei 3500 Ehre, also mehr als vorher. Aber im Rang rückgefallen, weil ich auch selber Angriffe verloren habe. Da hatte der Gegner noch 11 HP übrig. Das war wirklich ärgerlich. Und ja, mittlerweile frage ich mich schon wieder, ob diese Taktik wirklich so sinnvoll war. Aber ja, jetzt ist ein neuer Tag und ich will natürlich auch wieder in die Pets reinstürzen, will man mal sagen. Und ja, Erde läuft halt bei mir gar nicht. Ich habe Sonntag vergessen, das hier zu holen. Ich habe Montag vergessen, das hier zu holen. Ich habe es einfach vergessen. Also das, was ich mir vorgenommen habe, habe ich eigentlich überall gut hinbekommen, bis auf bei Erde. Also Erde läuft halt überhaupt gar nicht. Und das ist ein bisschen ärgerlich, weil jetzt kommt ja das Pet-Event und ich hoffe halt mal, dass ich schon mit Erde die Chance habe, trotzdem da was zu erreichen, ja, also mir zumindest jetzt Red Wufox freizuschalten, aber ob ich das noch schaffe mit, also im Prinzip sind es ja eigentlich, es ist jetzt schon Dienstag, ich kann es nur auf 76 hochspielen, ich habe keine Ahnung, ob das reicht, ich glaube nicht, ich muss SF Game Tools bemühen, der Pack-Bonus ist halt richtig schlecht, weil ich nur 6 Pets habe, ich könnte 8 haben, ja, also das ist scheiße. Und wenn ich da jetzt eine Woche verliere, dann, ja, dann ist das Pet-Zeug durch eigentlich. Also das darf mir eigentlich nicht passieren. Und da muss ich auf jeden Fall eben SF Game Tools nochmal bemühen. Wir gehen jetzt mal gegen CS, auch mit dem schlechtesten Habitat ran, was ich so habe. Ja, weil ich hier überlege tatsächlich, wir haben ja Shadow, da gehe ich auf jeden Fall mal hier hoch. Nehmen wir mal den mit. Und das sieht schon schlecht aus. Ja, weil Tusi 73. Ja, was habe ich gesagt, ne? 378 HP, das ist halt mega ärgerlich. Der Fight hätte ja, gut 100 Ehre gebracht und natürlich eine Frucht.
Die hätte ich gerne mitgenommen. Jetzt habe ich sie nicht. Und jetzt mal schauen, dass mal... boah, der hat sicherlich einen 10er auf... Der könnte einen 10er auf fast 78 haben. Da ist das selbst mit Licht gar nicht so einfach zu handeln. Aber ich gehe mal rein mit Licht und ja, gut. In dem Fall weiß ich mir jetzt, haben wir das gewonnen. Okay, er hat Dickmoll auf 11 hier gelevelt und Tusi nur auf 3. Okay, auf 63. Heftig. Naja, gut. Aber das gibt halt auch nur 37 Ehre. Trotzdem die Frucht nehmen wir gerne mit. Und jetzt haben wir hier Rajack mit... Okay. Ja, wenn man halt weiter unten ist, trifft man dann auch auf Gegner, die halt nicht ganz so hoch sind im Level. Jetzt muss ich überlegen. Water habe ich halt auf 75 immerhin. Feuer sieht es hier halt so aus. Und ja, Schatten ist stärker für mich als Wasser. Und deshalb gehe ich jetzt mal mit Wasser rein. Und ich denke mir, ich kann mir die Frucht jetzt mal holen hier. Genau, da haben wir das noch drinnen. 48er Kokofö mit Wasser rein. Krokodil sollte hier kein Problem haben. Das sieht gut aus. Das gibt 41 Ehre, eine Frucht. Syntax, der könnte wieder ein bisschen stärker sein. Außer vielleicht ist er auch schon auf Pet-a-Cat gegangen. Ich gehe jetzt mal mit ihm hier Feuer rein. Und wir sehen, dass wir auf jeden Fall Kokofö brauchen. Ist klar, weil ich Gulps jetzt nicht immer leveln konnte. Ja, sein Tusi hat Gulps besiegt, aber Tusi auf 67. Jetzt kommt das Kokofö ran. Also wir werden Tusi auf jeden Fall besiegen. Oh, das war ziemlich knapp. Schauen wir mal hier. Pet-a-Cat 16 sollte kein Problem sein. Ja, obwohl, er könnte schon permanent ausweichen natürlich. Ja, macht er. Na klar. Ja, okay. Also da hätte ich jetzt richtig ausgerastet. Also, ne? Und jetzt haben wir Waves. Und Waves ist halt mega heftig. Also 153. Aber ich glaube, er hat Schlurps und Tusi gepickt. Jetzt kann natürlich sein, ich glaube, bei Schatten macht es halt Sinn, das auch so zu spielen, weil man eben eigentlich ganz gut mit Rosa Lynx kommt. Weil mit Pet-a-Cat kann ich nicht Poisonic freischalten. Eigentlich, also der Weg hier bei Schatten ist dumm gewesen. Jetzt muss ich halt überlegen, mir irgendwie dann demnächst Tuesday Night Kokoli zum Beispiel, könnte ich mir sogar schon mal überlegen, ob ich das schlagen kann. Oh, das, sieht auch nicht so geil aus. Das ist halt auch ein Mage. Müssen wir mal bei SF Game Tools schauen. Weil den könnte man natürlich finden. Aber wahrscheinlich... Also es könnte vielleicht reichen, um gegen Waves zu gewinnen. Aber prinzipiell, um im Schatten voranzukommen, ist diese Taktik halt blöd gewesen. Ja, da hätte man für die Arena-Kämpfe wirklich eben Schlurp ein bisschen mit hochziehen. Oder welches Pet auch immer. Und dann mit Tusi auf 100 spielen, weil da kommt man richtig gut auf Rosa Lynx. Rosa Lynx ist nicht ganz so schwierig zu bespielen, wie zum Beispiel Unterbiss bei Wasser. Und, jetzt gehen wir rein und wir stellen auf jeden Fall fest, es reicht nicht. Er hat Dickmoll auf 43 eben gespielt. Dickmoll zieht mir nicht viel ab, aber sein Tusi 71 scheint gegen mein... Nee, warte mal. Mein Tusi gewinnt. Aber er hat einen Pet-a-Cat auf 34 auch. Trotzdem noch hochgespielt. Okay, das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet irgendwie. Also er wollte halt alle Früchte loswerden. Das war wichtig, dass ich hier einen Crit reingebämmelt habe noch. Weil mein Pet-a-Cat ist ja auch auf 34. Also theoretisch kann ich das gewinnen. Ja, habe ich auch gewonnen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Waves Pet-a-Cat noch hochgelevelt hat. Das hätte ich nicht gedacht. Also da... ja, er hat halt extrem viel, trotzdem, es hätte auch andersrum ausgehen können, der Fight. Die 98 Ehre waren nochmal wichtig. Da stehe ich jetzt gar nicht so schlecht da, tatsächlich. Waves selber ist hier knapp unter mir, oder? Naja, er ist auf 37. Wir haben 500 Ehre Abstand zum Top. Okay, das geht noch, da ist noch nicht alles verloren, aber wie gesagt, mit Erde habe ich hier echt einen Zappen, also keine Ahnung, das ist nicht so geil. Nicht so geil. Ja, 1000 Pilze können natürlich auch noch gewinnen. Ihr müsst einfach nur den Anweisungen hier folgen. Also simply subscribe to Hanrizzle Official YouTube Channel. Nein, natürlich. Official. Da gibt es einen Schwarz. Schaut euch an und ich könnt, glaube ich, 10 Leute 1000 Mushrooms gewinnen. Viel Glück, macht da mit. Ist geil. Aber, ja, schauen wir nochmal abschließend in die Gilde. Wir machen jetzt gerade Raid 48. Das wird also bald losgehen mit den
Gildenfights. Ich habe eigentlich vor, eine Gildenvergleichsart zu machen, wenn jetzt alle soweit auf 50 Raids sind. Wenn wir uns das mal entsprechend anschauen. Und ja, dann würde ich jetzt noch mal entspannt ins Glücksrad gehen. Hoffentlich eine Schatten ist schon mal gut, Frucht und eine Feuerfrucht wäre sehr gut. Ja, ne, Feuerfrucht über Glücksrad läuft halt überhaupt auch gar nicht so richtig. Aber egal, ne? Ist ja jetzt nicht so tragisch, meine lieben Lebenden. Ja, Erde läuft halt nicht, ne? Erde ist für 'n Arsch. Ich wünsche euch was, haut auf jeden Fall rein. Macht das, tschüss und Servus. Euer Basti. Ciao.